Hallöchen! Weihnachten ist vorbei. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Heiße euch willkommen zu unserem ersten Video in 2025. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und warum wir nicht im Van, sondern in der Wohnung sind und auf den Hund gekommen seid, das erfahrt ihr heute noch nicht, sondern erst im übernächsten Video. Schaut aber gern auf den Blog, wir verlinken ihn, der ist nämlich immer viel aktueller als unsere Videos und sehr detailliert und persönlich. Natürlich dürft ihr uns auch gerne auf Instagram folgen und wir freuen uns über jedes Abo, jedes neue Mitglied auf unserem Kanal. Alle Zuschauer sind immer herzlich willkommen. Natürlich freuen wir uns auch sehr über Kommentare und wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns sagt, was ihr eigentlich sehen wollt. 2024 war ein tolles Jahr mit viele Höhe und viele Tiefe für uns. Wir haben sehr, sehr viel erlebt und das Ganze noch viel spannender durch das, dass ihr mit uns gereist seid. Genug gelabert, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's mit dem neuen Video und dem aktiven Vulkan Popocatépetl. Viel Spaß! Wir sind auf dem Weg zum Vulkan, aber es liegt so eine fette Smog- und Dunstglocke hier über der Stadt. Der ist ja nicht weit von Mexico City entfernt, dass wir ihn echt gar nicht sehen. Man kann ihn schemenhaft erahnen, aber es könnte auch eine optische Täuschung sein. Und er ist wirklich ganz nah dran und es ist ein 5000 Meter hoher Berg und selbst den verschluckt der Smog. Das ist total verrückt. Mal schauen, wie hoch wir kommen. Also wie gesagt, der Berg ist 5000 Meter hoch. Wir sind im Moment auf 1600. Und der Stellplatz dürfte aber auf guten 4000 sein. Ich hoffe, unser Van schafft es. Wir haben jetzt hier, kaum sind wir losgefahren, auch mal wieder Probleme gehabt, dass unser Bordcomputer Bremsenverschleiß prüfen gesagt hat. Wir hatten ja schon echt oft Probleme mit den Bremsen. Ja, Simon hat am Kabel gewackelt, hat die Bremsbacken kontrolliert, die sahen okay aus. Jetzt ist die Meldung weg, vielleicht lag es nur am Kabel. Hoffen wir mal, dass wir nicht mal schon wieder in die Werkstatt müssen. Jetzt sind wir ein bisschen näher am Vulkan. Man kann auf jeden Fall sehen, dass er qualmt, richtig cool. Ist ja ein aktiver Vulkan. Ich hoffe, wir kommen auch auf den Nationalparkplatz drauf. Uns hat vor ein paar Tagen nämlich jemand erzählt, dass er ab und an auch gesperrt ist, weil er halt aktiv ist. Das wäre natürlich richtig, richtig blöd, weil wir wollen gerne wandern gehen und den Berg von nahem sehen. Keine Ahnung, vielleicht glimmt ja sogar nachts im Dunkeln die Spitze. Wir hatten es mal in Chile und jetzt kommt eine Mautstation, deswegen ciao, ciao, muss bezahlen. Unglaublich, die zwei Berge, oder? Also das eine ist der aktive Popocatépetl, der seinem Namen alle Ehre macht, heißt nämlich Rauchender Berg. Und der andere ist der Schwestervulkan, der hat einen noch komplizierteren Namen. Der ist noch ein bisschen schneebedeckt sogar, aber dafür nicht mehr aktiv. Mega spannend. Mal wieder ein aktiver Vulkan seit langem. Das hat er echt schon eine ganze Weile nicht mehr. Mittlerweile sind wir auf fast 3000 Meter schon. Und ja, unser Auto macht es eigentlich immer recht gut. Ohne DPF geht es, mit DPF, keine Ahnung, hätte man wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon richtig Probleme gehabt. So, ich bin mal gespannt, auf was für eine Höhe wir fahren können endgültig.
Wir sind angekommen. Die 4000 haben wir leider wieder nicht ganz geknackt. Es sind 3,7 fast geworden. Temperatur haben wir halbiert, die Höhe fast verdoppelt. Ich bin gespannt, wie es mit dem Schlafen wird. Ob es Kopfweh gibt morgen früh aufgrund der dünnen Luft. Wir werden berichten und schauen uns hier jetzt erstmal ein bisschen um. Hier steht unser Van. Im Hintergrund sieht man den Vulkan. Ein Wahnsinn. Ich glaube, man sieht es. Der Popo raucht. Manchmal sieht man ihn nachts auch glühen. Die Lava hat uns hier gerade der Mountain Guide Bilder gezeigt. Ob wir so viel Glück haben, wissen wir natürlich nicht. Die bieten hier auch Mountainbike-Touren an zum Sonnenaufgang. Leider ist unser Bike schon wieder platt, eins davon. Ja. Vielleicht können wir aber auch laufen. Vielleicht sehen wir hier den Sonnenaufgang auch. Und dann erkunden wir morgen mal die Wanderwege. Der Popo raucht, hat sie gesagt. Ja, der Popo raucht. Wie jedes Böhnchen gibt es ein Tönchen. Und weiter geht's mit unserem Auto nicht. Also generell, wenn man mit dem Auto weiter möchte, vielleicht wollt ihr das ja machen, dann müsst ihr euch vorher online registrieren. Wusste wir nicht, ja. Mit unserem Auto ohne 4x4 ist hier aber so oder so wahrscheinlich Endstation, von daher alles gut. Aber wenn ihr ein Allradfahrzeug habt und weiter wollt, dann macht euch schlau und registriert euch vorher online. Genau, ich glaube, die ganzen Wege sind da nämlich alle mit Asche belegt. Ja. Sieht man hier auch am Boden alles, ja. Es ist extrem sandig. Sandig, ja. Hinter uns steht noch ein anderer Camper, Nomad Experience heißen sie, glaube ich. Wir sind uns 100% sicher, dass wir sie schon mal getroffen haben. Wir wissen nur nicht mehr genau wo. War es in Argentinien oder in Chile? Also sie haben eine Argentinien Plate auf jeden Fall drauf. Das heißt, sie kommen definitiv auf und unten. Vielleicht treffen wir sie ja morgen an und können uns noch ein bisschen unterhalten. Und ich vermute, dass es heute Nacht auch richtig, richtig frisch wird. Es geht nämlich ein ordentlicher Wind. Wir sind ziemlich hoch und sobald die Sonne weg ist, sind wir wahrscheinlich wieder froh, dass wir unsere warmen Decken haben. Die letzten Tage hätten wir sie gar nicht unbedingt gebraucht, aber hier ganz bestimmt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir morgen richtig, richtig coole Aufnahmen machen können hier von den ganzen Bergen. Es soll nämlich bombastisches Wetter bleiben. Also so blau wie der Himmel jetzt ist, soll es die ganze Woche bleiben. Und der Ranger hier hat uns auch schon gesagt, wir können hier die Zeit verbringen, solange wir möchten. Keiner schickt uns weg, wir müssen nichts bezahlen. Also Bombenstellplatz. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Nacht war es richtig kalt, an die 0 Grad oder vielleicht sogar ein bisschen drunter. Und am Auto ist das Wasser, das runtergetropft ist, sogar gefroren. Ja, aber wir haben es kuschelig warm gehabt, dank der Standheizung. Es ist auch mächtig windig hier, was dazu beiträgt, dass es nicht gerade sich richtig wohl anfühlt. Deswegen Mütze, Jäckchen, die Rucksäcke haben wir schon gepackt. Wir wollen jetzt nämlich auf eine Wanderung, einmal hier irgendwie um den Vulkan rum. Julia hat wohl eine gute Strecke ausgesucht. Ja, sollte so 4 bis 5 Stunden sein. Wir machen uns startklar. Es gibt auch eine richtig schöne Legende hier über die 3 Vulkane. Eine Love Story, ähnlich wie Romeo und Julia. Und zwar haben sich der weibliche Vulkan, dessen Namen ich mir leider nicht merken kann, und der Popo ineinander verliebt. Aber der Popocatépetl war nicht adligen Geschlechts. Und der Vater von ihr, hinter mir, der höchste Berg Mexikos, der Pico de Orizaba, hatte natürlich was gegen die Verbindung und hat zum Popocatépetl gesagt, damals zu Zeiten der spanischen Kolonialisierung, du musst erst in die Schlacht ziehen, dich als Krieger beweisen und wenn du als Held zurückkommst, dann darfst du meine Tochter heiraten.
Popo ist natürlich voller Eifer losgezogen, um seine Flamme zu kämpfen. Währenddessen hat der Vater sie aber versucht, mit einem König zu verheiraten. Sie wollte das nicht, hat sich umgebracht. Und als der Popocatépetl als eigentlich gefeierter Held zurückkam und seine geliebte Frau tot vorfand, wurde er so wütend, dass er angefangen hat zu rauchen. Und das tut er noch heute. Kilometer später sind wir am Ziel angekommen. Ist eine herrliche Lagune hier. Nur durch die ganzen Bäume sehen wir gerade die Vulkane irgendwie gar nicht mehr. Dafür soll es da hinten aber noch einen kleinen Wasserfall geben. Auch gut. Ich finde es voll unglaublich, was es hier für wundervolle, unberührte Natur gibt. So viele Wanderwege und das alles nur eine Fahrstunde außerhalb von Mexiko-Stadt. Einer 10 Millionen Metropole. Das ist so echt verrückt. Jetzt kommt das Beste am Wandern, Vesperpause. Heute haben wir auch was eingepackt und ja, ich denke, bis wir zurück sind, waren wir gute 4 Stunden, vielleicht sogar länger unterwegs. Deswegen Halbzeitpause mit allerschönsten Blick hier auf die grüne Lagune. Ja, Stärkung. Bald schon wieder zurück. Im Hintergrund raucht der Popocatépetl. Ja. Der produziert die einzigste Wolke, die es hier am ganzen Himmel gibt. Ansonsten strahlend blauer Himmel. Und da vorne sieht man schon den Parkplatz, wo wir stehen. Vielen, vielen Dank, dass du auch dieses Jahr wieder mit uns reist. Und wenn du uns und unsere Reise ein kleines bisschen unterstützen möchtest, dann hast du die verschiedensten Möglichkeiten. Du kannst bei uns eine YouTube-Kanalmitgliedschaft abschließen, du kannst Patreon werden oder uns einfach eine Kleinigkeit für die Dieselkasse per PayPal dalassen. All das hilft uns, unsere Reise bis nach Alaska fortzusetzen. Vielen lieben Dank und jetzt aber weiter mit dem Video. Sieht man gerade richtig schön, wie eine Aschewolke spuckt. Die ist nämlich richtig dunkel und manchmal sind die Wolken auch richtig weiß. Da fließt nämlich wohl auch irgendwie Wasser drin und das ist dann tatsächlich nur Wasserdampf. Also irgendwie spuckt da einmal Asche, einmal Wasser, wurde uns gesagt. Wir glauben es. Heute ist Wandertag Nummer 2 und es sieht so aus, als hätten wir auch diesmal bessere Sicht auf die beiden Vulkane. Und während Simon gestern ganz fleißig im Homeoffice gearbeitet hat, am neuen Vlog, mit allerbester Sicht auf den rauchenden Popo vom Van aus, habe ich noch eine kleine Runde am Abend gedreht
Und zwar ist es so ein Lehrpfad, würde ich sagen, weil es ganz viele Tafeln gab, wo die Vögel hier beschrieben waren, in so einer Schneckenform. Also es ist so eine Spirale und man läuft von außen nach innen. Und es war richtig cool angelegt, weil ich bin losgelaufen, den Popo hinter mir und auf einmal durch die Spiralform war er vor mir. Also total faszinierend und ich war ganz allein unterwegs und mir ist aufgefallen, wie still es hier ist. Also ich konnte nichts hören außer den Wind und das Knacken von den Kiefernadeln. Und auch gestern Abend im Bett habe ich dann bemerkt, wie still es hier ist. Ich bin irgendwann nachts aufgewacht und fand schon fast unheimlich, dass man nichts hören konnte. Weil jetzt das letzte Jahr hier in Mittelamerika und in Mexiko haben wir uns so dran gewöhnt, dass irgendwie immer Lärm ist. Also es fährt ein Auto oder ein LKW vorbei nachts oder es dröhnt Musik oder Hunde bellen. Aber dass es ganz still ist, das ist so selten. In Südamerika war das viel öfter und auch zu Hause. Wir wohnen in einer ganz ruhigen Sackgasse. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie schön es ist, dass es einfach mal mucksmäuschenstill ist und man nur die Natur hört. Was für ein Panorama, oder? Schöner geht's nicht. 3 Vulkane, einer davon der aktivste der Welt. Bombe! Mangels Parkbank oder irgendeinem Stein gibt es jetzt Feschbar auf dem Boden. Wir haben Tortillas mit Bohnenmus, Guacamole. Ich habe gestern Marmorkuchen gebacken, ein paar Kekse und das Allerbeste, Essen ist natürlich auch gut, aber viel besser ist die Sicht auf den Vulkan. Paar Meter und wir sind wieder zurück am Van. War eine super Wanderung hier durch die Kiefernwälder. Wirklich schöne Landschaft, immer wieder Blick auf mindestens einen der Vulkane. Ja, wirklich toll. Ich würde auch gerne noch 2 Tage hier bleiben. Wir sind jetzt schon 4 Tage hier. Aber es gibt leider 0,00 Internetempfang hier. Es geht wirklich gar nichts. Und wir warten auf eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Deswegen müssen wir morgen wieder zurück in die Zivilisation. Und was die spannende Nachricht beinhaltet, das erfahrt ihr, insofern es denn spruchreif werden sollte. Da vorne steht auch schon der Van. Heute heißt es nur noch Füße hochlegen, ausruhen und die Aussicht genießen. Guten Morgen. Heute ist es Samstag und wir haben heute Morgen schon jede Menge Autos hierher fahren gehört. Und jetzt guckt euch das mal an, wie sich der Parkplatz hier gefüllt hat. Wie viele hier doch dann zum Wandern herkommen am Wochenende. Das ist wirklich Wahnsinn. Das bedeutet für uns höchste Zeit zum Abdüsen. Also zusammenpacken und Abmarsch.
den man hier sieht. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Es ist kein Nebel oder so, das ist wirklich alles Smog von Mexico City. Wirklich krass. Deswegen gibt es ja auch irgendwelche Fahrverbote in Mexico City, wo man nur an bestimmte Tage mit bestimmten Kennzeichen irgendwie reinfahren darf. Und für Touristen kann man da auch irgendwie was beantragen, dass man mit dem Auto reinfahren kann. Haben wir aber nicht gemacht, wir wollen gar nicht so weit rein. Wir gucken uns wieder nach einem Campingplatz irgendwo außerhalb um. Wir sind an einem wunderschönen Campingplatz hier angekommen. Hier unser wunderbarer Bus. Und wir stehen hier auf einem mega Gelände. Ein bisschen außerhalb von Teotihuacan. Oder wie es auch immer heißt. Die Julia weiß es besser. Ich blende es einfach ein. Ja, und das ist hier eine Familie. Der Sohn lebt hier mit seiner Mutter. Er betreibt einen Zirkus, haben wir jetzt schon gehört. Sind wir gespannt, ob wir da irgendwas zu sehen bekommen. Bussi und im Hintergrund Toilette mit warmer Dusche. Mega gut. Eigene Toilette. Wir sind wirklich die einzigste hier und ist ein ganz tolles Gelände. Es ist allerdings Sonntag und gegenüber, ein Stückchen weiter weg, ich laufe mal rüber, ist ein Riesengelände. Da ist eine Rennbahn, wo sie mit Motorrädern fahren, aber da ist wohl Punkt 5 Uhr Schluss. Ja. Ganz nett, die drehen hier fleißig die Runde. Hier könnt ihr das Gelände da schon mal sehen. Das ist wirklich weitläufig. Die Sonne blendet leider ein bisschen und da drüben sieht man alles schwarz. Leider hat es hier nämlich Montag gebrannt und wäre ihnen hier fast das ganze Grundstück abgebrannt. Aber sie haben es irgendwie noch bemerkt. Ja, und sie haben uns erzählt, ja, die ganzen Bäume, die ganzen Obstbäume, da ist alles und vieles eingegangen leider. Naja, die sind jetzt hier fleißig am Gelände wässern, dass das alles wieder nachwächst. Und ja, sie gehen sogar davon aus, dass das einer angesteckt hat, der irgendwie neidisch ist oder irgendwas. Eieiei, sind auch wirklich arm dran. Riesengelände, viel Arbeit, ganz nette Leute. Ich zeig's euch mal. Ich laufe mal davor Richtung Kartbahn. Da sieht man die Ascheberge, die sie da schon zusammengekehrt haben. Wie man da sieht, alles schwarz, die ganzen Bäume, die Erde verbrannt. Ja, das braucht vermutlich wieder ein paar Tage, bis das Ganze irgendwie wieder nachgewachsen ist. Da sieht man es durch den Zaun durch, da drehen sie ihre Runde auf dem Speedway. Da drüber, da brennt es auch gerade irgendwo, das kann man aber mit der Kamera nicht sehen. Ist hier halt auch normal, ne, dass die ihre abgeerntete Felder und so weiter abfackeln nachher, die Maisfelder oder irgendwas. Und wer weiß, vielleicht hat es auch da irgendwie dann die Funke oder die Flamme rübergetragen. Naja, wie gesagt, Brandstiftung schließen sie nicht aus. Und da sehen wir, einen riesen Kakteenwald haben sie auch. Ist wirklich ein Wahnsinnsgelände. Ja, wir wollen mal versuchen, hier 2-3 Tage zu bleiben. Echt angenehm. Und da vorne, oh, ich sehe gerade, einen Esel gibt es nämlich auch auf dem Gelände. Das ist die Rita. Und der wird gerade, der zieht gerade um an ein neuer Platz. Der steht einmal hier zum Grasen, einmal da. Ich habe ihn schon gefunden. Da, guckt euch mal die Rita an. Das ist der Omar. Und die Rita, da kommen sie. Die Rita geht an ihr Plätzle, wo sie auch abends schläft. Seitlich hier haben wir nochmal einen riesen Aufenthaltsbereich mit ganz vielen Stühlen. Die Stühle haben wir aber gerade alle davor getragen. Da geht es nämlich zum Eigentum der Familie, wo die wohnen. Und da ist auch die Küche, die dürfen wir sogar benutzen, weil da das Internet halbwegs gut ist. Und da vorne sieht man schon, da ist aufgestuhlt. Da findet heute nämlich ein Zirkus statt.
Und wenn wir hier durchs Fenster gucken, dann sehen wir die Julia. Die ist fleißig. Ich gehe mal rein und schau mal, was die denn da treibt. Da ist sie. Und was macht sie? Ich habe die Ehre, Tamales zu füllen. Tamales zu füllen. Genau. Und zwar, also die Füllung ist eine ganz natürliche, nein, die Außenhaut ist eine ganz natürliche, nämlich Maisblätter, die erst feucht gemacht werden, in Wasser eingelegt, damit man sie später besser falten kann. Und in die Maisblätter kommt dann eine Masse rein aus Maismehl. Das hier ist jetzt süß, deswegen ist so ein bisschen lila. Da ist nämlich Himbeere drin. Und dann kommt noch ein Klecks Kürbis drauf, hier aus dem Garten. Das Ganze wird eingewickelt und dann gekocht. Und es gibt aber nicht nur Süßes, sondern später auch noch salziger. Ich glaube, da kommen dann noch Hühnchen und Reis mit rein. Ich weiß es auch nicht genau. Ich lasse mich anleiten von der Julia. Sie ist auch Julia, die Inhaberin. 2 Julias hier in der Küche tätig. Das kann nur gut werden, ja. Das Ganze macht natürlich auch unglaublich viel Arbeit und die Familie hier geht auch in den Invest. Also ist ja mal alles eingekauft, heute extra ganz frisch und haben keine Ahnung, wie viele Leute überhaupt kommen. Der Omar, ich weiß nicht, ob Simon schon gesagt hat, der ist eigentlich Zirkusartist und hat es hier seit vielen Jahren gemacht und wollte es eben auch den Kindern hier beibringen. Aber irgendwie haben die alle kein Interesse und die Eltern haben keine Lust, die Kinder zu bringen und sie wollen dafür auch kaum Geld. Ein paar Pennies reichen, deswegen drücken wir ganz fest die Daumen, dass sich die Arbeit lohnt und nachher auch der Hof hier draußen voll wird. Jetzt ist sogar noch ein zweiter Clown angekommen, extra aus Chihuahua. Das ist schon ein ganz schönes Stückle weg, ganz anderer Bundesstaat. Und er ist Terrorclown, hat er mir in sein bestes Englisch erzählt. Wir sind wirklich gespannt, was uns da heute Abend erwartet. Hoffentlich wertvolle. Und fast vergesse, was es hier noch gibt. 3 kleine Hündchen, die kommen hier immer zu Besuch, aber sind etwas scheu. Aber wirklich süß, die Kleine. Auch nachts kommen die manchmal vorbei, schleiche ums Auto rum und verschwinde wieder irgendwo in den Kakteen. Gleich geht der Zirkus los. Es ist 4:30, eigentlich jetzt um 4 anfangen sollen. Es ist aber noch keiner da außer uns. Es wird mir jetzt wirklich das Herz zerreißen. Ich habe 2 Stunden Tamales gemacht. Die haben hier geprobt und aufgebaut wie die Wilden. Julia hat noch Tacos vorbereitet, Tee und Kaffee gekocht. Der Clown kommt aus Chihuahua hierher. Es wäre furchtbar schade. Jetzt gucken wir einfach mal. Vielleicht kommt noch wer. Vielleicht ist es auch exklusiv für die Seals. Und da hinten versteckt sich die Rita. Sie haben, glaube ich, alle Tiere weggesperrt. Für den Zeitraum der Veranstaltung. Alle Hunde angekettet, die Rita weggesperrt. Eigentlich steht die immer frei. Komm, sag was. Dankeschön. Ich glaube, sie freut sich, wenn sie wieder aus ihrem Gefängnis raus darf. Wir haben einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Die ersten Zuschauer sind da. Hoffentlich kommen noch ein paar. Gespannt? Sehr. Gespannt, was hier gleich abgeht. El payaso Javier López. Él viene desde el estado de Chihuahua. ¡Puta amiga! No, en serio, se me caigo. A, E, I, O.
Les pregunto, mejor voy directo a la silla que está aquí. A ver, ¿qué nos envió el amor? Oh, no. Lo que siempre quise tener, mi sueño hecho realidad. I see trees of green, red roses too. I see them blue, falling new. And I think to myself, Nicht nur jede Menge Applaus kassiert, nein, auch noch so ein Herzchen. Da steht, glaube ich, drauf, vielen Dank fürs zum Affe machen. Aber das Beste daran ist, ein Karamell-Lolli drin. Wir sind abfahrbereit, sage noch unseren Hunden Tschüss und unserem Esel. Wir haben sogar noch was zu essen für ihn. Der isst hier nämlich die ganzen Bioreste. Wenn wir ihn denn finden. Ja, das Gelände ist nämlich groß. Erstmal die Hunde. So, tschüssi. Mach's gut. Wir kommen wieder. Vielleicht. Da liegt noch einer. Der Opi. Weiß immer noch nicht, wie er richtig heißt. Du auch nicht, gell? Doch, Vero. Vero. Opi. Opi. Adiós, hasta luego. Nächsten Mittwoch nehmen wir euch mit zu einem der Top-Highlights Mexikos, das noch dazu in keinem deutschen Reiseführer zu finden ist. Genießt schon mal den kleinen Vorgeschmack auf die Grutas de Tolantongo. Von hier aus sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder und bis dahin habt eine wundervolle Zeit.